Wir machen mal ein gutes altes Empties-Video, also Beauty-Produkte, die ich aufgebraucht habe, die ich mit euch teilen möchte, weil ich sie gut fand und welche Produkte ich da parat habe, die ich dann danach benutzen werde. Und ja, wir fangen mal an mit Bodylotion. Und da muss ich sagen, ich war immer relativ faul mit Bodylotion. Ich war einfach zu faul, mich einzucremen. Deswegen mag ich eigentlich Produkte auch, also Körperpflege, also Duschgele, die schon irgendwie einen öligen Bestandteil haben, damit man da schon ein bisschen von vornherein eingecremt ist und das nicht mehr so essentiell ist, sich nach dem Duschen einzucremen. Aber es ist schon besser, sich wirklich richtig einzucremen. Und ich habe dann jetzt irgendwie so eine Routine gefunden, wo ich das wirklich nach jedem Duschen mache, weil ich dann wirklich auch so einen Effekt gesehen habe. Also, es lag auch irgendwie an der Bodylotion. Also, vorher war es einfach Bodylotion, man hat sich eingecremt und irgendwie war das so, ja, gut, weiß nicht, man hat sich einmal eingecremt, aber ob man wirklich, so gut, die Haut mit Feuchtigkeit, versorgt hat, weiß man nicht so richtig. Und ich habe ein Produkt immer bei meiner Schwester benutzt, wenn ich da war und war eigentlich immer richtig begeistert, weil das super gut war. Und zwar ist es von Mixa die Urea Cica Repair Plus Body Lotion. Kriegt man einfach aus DM. So, also sie ist fast aufgebraucht. Und ich glaube, März, April, Mai, Juni, 4 Monate hat diese Tube gehalten, so in etwa. Und bei der Creme hat man wirklich gemerkt, also wenn man sich damit morgens nach dem Duschen eingecremt hat, hat man auch noch abends das Gefühl, man hat sich frisch eingecremt, also wirklich ohne Übertreibung. Und ich habe auch besonders an den Füßen so Stellen gehabt, die immer so gerne so ein bisschen trocken waren. Und das ist ja gerade im Sommer wäre es schon wünschenswert, wenn die trockenen Stellen weg sind. Und die habe ich tatsächlich mit dieser Creme wegbekommen. Also bis zum letzten Zeh habe ich mich eingecremt mit dieser Creme und das hat echt super krass geholfen. Ich habe außerdem noch trockene Stellen an den Ellbogen. Ich weiß nicht, ob man das im Video so sieht, ne? Aber da habe ich so ein Problem, dass die so trocken waren, dass ich fast schon so helle Kreise bekommen habe. Also über den Urlaub, auch wenn ich mich mit Sonnencreme und so weiter eingecremt habe. Aber weil die Haut so trocken war, also schätze ich, hat sich dann immer so ein heller Fleck gebildet und es ist sehr, sehr schwer, das wegzubekommen. Ja, also ich denke mal, dass es von Trockenheit kommt, aber falls ihr irgendwie da eine andere Ahnung habt, naja, äh, das mal so nebenbei am Rande. Aber ja, die Creme finde ich wirklich super gut, wirklich feuchtigkeitspflegend und, ja, die werde ich auf jeden Fall noch nachkaufen. Habe ich leider noch nicht getan, aber in den nächsten Tagen wird es soweit sein. Dann nächstes Produkt ist dieser Toner von Gokujun. Weiß nicht, ich hatte diesen Toner schon mal, den habe ich ursprünglich mal in Japan gekauft, war unglaublich begeistert und habe den dann noch mal nachgekauft bei Amazon, glaube ich. Und ist auch ziemlich affordable, kostengünstig, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist ein Toner, der sehr viel Hyaluron enthält. Ich weiß nicht, in Mengen oder prozentualen Anteil. Aber man hat sich auf jeden Fall direkt sehr durchfeuchtet gefühlt. Also es hat ein schönes Gefühl, wenn man das verwendet. Man hat das Gefühl, der Toner ist pur Feuchtigkeit. Und normalerweise würde ich den Toner auch direkt wieder nachkaufen und weiterverwenden. Ich habe aber in meiner Beauty-Schublade noch so ein paar Produkte gehabt, die ich endlich mal verwenden müsste oder aufbrauchen müsste. Und deswegen werde ich damit noch ein bisschen warten mit einem Nachkauf und stattdessen als nächstes dann anfangen mit diesem Toner von Aesop, das Immaculate Facial Tonic mit Rose Petal, Panthenol, Mukormihei, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das wird dann mein Toner für die nächste Zeit sein und der verspricht auf jeden Fall auch Hydration und Gentle Exfoliation in Form von Enzym, also jetzt kein krasser Glycolytic Acid Toner oder so, also keine AHA Säuren, die ich im Sommer eher vermeide, weil
ja, muss jetzt einfach nicht sein. Habe ich jetzt hier, ich habe nicht noch einen anderen Toner in meiner Beauty-Schublade, der ja so ein Glow Tonic und dann halt auch irgendwie Glycolactic Acid hat und den spare ich mir dann für den Winter auf. Und jetzt werde ich erstmal dieses Produkt verwenden. Ich hoffe, es reicht, dass ich die Produkte nicht so nah an die Kamera halte, aber ich werde ja unten hinschreiben, was es genau war. Dann, ja, wie es so ist, ne, es geht halt fast alles zur gleichen Zeit leer. Und zwar habe ich hier von Reum das Serum. Das habe ich auch sehr, sehr gerne verwendet. Also das hat auf jeden Fall auch immer ein schönes, angenehmes Hautgefühl hinterlassen. Und ich meine, dass es auf jeden Fall ein gutes Produkt ist, aber ich kann da jetzt keine großartigen Inhaltsstoffinfos geben. Ähm, Würde ich normalerweise auch vielleicht nachkaufen, aber auch da habe ich andere Produkte noch in meiner Schublade gehabt, die ich verwenden müsste. Und zwar ein Produkt, was ich schon mal angefangen habe und dann unterbrochen habe, weil ich dann das hier angefangen habe. Und zwar ist es das Aesop Lucent Facial Concentrate, auch mit Rose Petal und Niacinamide. Ja, das, kann ich das sehen, ist so ein bisschen mehr als die Hälfte runter. Aber das werde ich dann erstmal aufbrauchen, weil es zu schade wäre, was anderes anzufangen und das kippen zu lassen. Wo ich das hier verwendet habe, habe ich keine Tagescreme verwendet, sondern direkt SPF. Und zwar dieses hier von Dr. Barbara Sturm, die Sundrops SPF 50. Die hatte ich schon letztes Jahr oder das Jahr davor. Hier sind jedenfalls noch ein paar Anwendungen übrig. Ich glaube, so ein paar Wochen wird es noch halten. Jetzt, weil ich es geschüttelt habe, kann man gar nicht sehen, wie leer das ist, aber es geht so 1 Zentimeter über den Boden. Und da bräuchte ich aber von euch vielleicht eine Empfehlung, was ihr so für SPF-Produkte als Lieblinge habt, die für den täglichen Gebrauch gut sind und die gerade im Gesicht, gerade für Personen, die mit zu ölig neigender Haut sind, geeignet ist. Weil das fand ich immer sehr angenehm. Das hat meine Haut nicht zu fettig gemacht. Und ja, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen hochpreisiger und vielleicht habt ihr da eine Empfehlung, die da einfach ein bisschen besser wäre. Ansonsten würde ich dann halt wieder zu dem greifen, weil ich es kenne. Ein Skincare-Produkt haben wir noch. Und zwar von The Ordinary die Retinal 0,2% Emulsion. Ach, wie auch immer. Emulsion. Also ein Retinol bzw. Retinalprodukt von The Ordinary, auf jeden Fall sehr kostengünstig. Und ja, Retinal ist auf jeden Fall fester Bestandteil von meiner Hautpflegeroutine. Jetzt auch in normaler Form, nicht mehr in medizinischer Form oder Konzentration. Und das habe ich gerne benutzt, ist jetzt leer. Und ja, da verwende ich jetzt eins, was anders als das hier, das kommt in dieser, was oft bei Retinol oder Retinalprodukten der Fall ist, in so einer gelblichen Creme. Und da ist immer so ein bisschen das Problem, dass das die Kissen auch abfärbt. Und das ist ein bisschen nervig, aber ist bei sehr vielen Cremes der Fall. Und da habe ich jetzt ein Produkt, wo es nicht so ist. Und zwar habe ich hier, das habe ich eigentlich auch schon angefangen. Das ist jetzt vielleicht, ach, wie auch immer, habe ich jedenfalls schon angefangen, aber ich habe immer so ein bisschen rotiert mit dem Produkt. Aber jetzt würde ich das komplett statt dem anderen Produkt verwenden. Und zwar ist es von Aesop das Resolute Facial Concentrate. Und das ist ein Retinoid-Produkt, aber in klarer Ölform. Und da kann ich jetzt auch euch nicht so ganz genau die Daten sagen, die es schriftlich dann wahrscheinlich auf der Webseite geben würde. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr neues Produkt. Das heißt, ich würde mal sagen, das basiert auf so den neuesten Stand mehr oder weniger, was Retinol, Retinoid und so weiter betrifft. Und ich finde, das ist eine interessante Konsistenz oder Form. Also es ist auf jeden Fall farblos. Das heißt, ich habe das Problem mit den verfärbten Kissen nicht mehr. Und ich habe trotzdem ein Retinol-Produkt, also in grobem Sinne in meiner Routine. Aber ja, falls ihr da ein Favorite Retinal-Produkt habt, was ihr mir empfehlen könnt, könnt ihr mir das auch gerne in den Kommentaren schreiben. Da bin ich auf jeden Fall auch offen für. Und ja, das waren alle Skincare-Produkte. Ich habe noch so ein paar Make-up-Produkte.
das habt ihr ja schon im letzten oder vorletzten Vlog gesehen, der Bronzer von Kess in Light to Medium ist bei mir ziemlich dem Ende nah und es ist jetzt sehr, sehr schwer, mittlerweile noch überhaupt irgendwie Produkt rauszubekommen und deswegen denke ich, dass das ist jetzt fertig. Und da benutze ich auch ein Produkt, was ich schon vorher hatte, aber auch abgebrochen habe, weil ich dann das Produkt verwendet habe. Und zwar von Chanel Le Beige ein Bronzer in Medium. Und es ist so ein bisschen glowiger. Es hat so ein paar schimmernde Partikel. Und jetzt da, wo meine Haut besser ist, fühle ich mich mit schimmernden Partikeln auch wieder wohler. Ich finde, es betont sonst immer gerne die Hautstruktur. Und ja, deswegen werde ich das wieder verwenden. Das war's zu meinen Beauty-Empties. Ich überlege noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Und ich finde, das ist irgendwie eine ganz gute Art und Weise zu zeigen, welche Produkte man besonders gut fand, welche Produkte man wirklich aufgebraucht hat, weil man sie eben so gut fand und als Zusatz noch, welche Produkte ich dann jetzt verwende, aber irgendwie ohne Wertung, weil ich die halt noch nicht angefangen habe zu benutzen. Ja, ich hoffe, das war ein interessanter Einblick. Ich finde so Beauty Talk mache ich einfach viel zu selten, habe ich aber früher immer gemacht. Also wenn ihr wisst, früher hat man halt immer so Beauty Favorites of the Month oder Beauty Empties gemacht und sollte man, oder was heißt man? Ich würde das gerne wieder öfter machen, aber wahrscheinlich in dieser Form, wenn ich halt Sachen aufgebraucht habe. Und ja, so viel dazu. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remembering. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love Also so sieht die aktuelle Situation im Schlafzimmer aus. Wir haben ja hier unseren Pax-Kleiderschrank hinter dem Vorhang, wie man so ein bisschen sehen kann hier. Den hatten wir ja vorher ohne Vorhang, aber dann konnten wir den Stauraum oben nicht nutzen. Und es war einfach ein bisschen offensichtlicher, dass der Pax nicht bis zur Decke reicht. Das ist auch die höchste Höhe vom Pax. Wir hatten aber keine Lust, da jetzt irgendwie das komplett als einen Einbauschrank zu bauen. Das wäre jetzt einfach ein bisschen too much gewesen. Und das war dann am Ende die einfachste Variante. Für mich zum Film auch sehr gut als Dämmschutz übrigens. Und dann haben wir hier halt das Bett. Hinter dieser Vorhangsecke ist ja der Fernseher versteckt, den wir ab und zu mal benutzen. Und wie man sehen kann, ist hier im Wohnzimmer die Leinwand gerade noch aufgebaut, weil wir da dann, wenn wir Filme gucken, das so machen. Oder halt auch mal um 90 Grad gedreht, je nachdem. Aber zurück zum Schlafzimmer. Das ist die Bettsituation, die kennt ihr ja. Wir haben ja vor dem Bett dieses Sofa-Ding, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, weil das zum einen auch ganz nice ist, eigentlich so zum Chillen irgendwie, wenn man da sich mal kurz hinsetzen möchte. Oder um Sachen abzulegen. Wir haben eigentlich noch so ein Tablett da draufstehen, wo man dann ein Glas Wasser ablegen kann und so weiter. Aber wir wollen eigentlich einen richtigen Bettkasten bauen, um auch ein Headboard richtig zu haben, was dann auch idealerweise die Heizungssituation so ein bisschen unauffälliger macht, ohne dass die Heizung verkleidet ist.
und das Bett dann keine Öffnung mehr hat, was irgendwie unordentlich aussieht. Wir brauchen dann noch. Ich glaube, mit ein bisschen Quetschen würden wir auch. Also das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich wollte gar nicht. Das ist die? Ja. Oh yeah, of course. Just for the vibe. Ich nehme weiterhin das Kollagen von Sunny Natural, das hatte ich in verschiedenen Formen, also Kapseln und neutrales Pulver und als Matcha-Pulver. Und das hat damit ja angefangen, dass ich meine Hautqualität, also so Feuchtigkeit, Elastizität und so verbessern bzw. aufrechterhalten wollte. Und jetzt, da ich wieder so ein bisschen mehr Sport bzw. Krafttraining mache, ist Kollagen auch gut für so Sehnen und Bänder und so weiter. Und außerdem habe ich meine Mama dazu angesteckt, so mit Kollagen, dass sie das so in ihre Routine einbaut. Und sie hatte immer Beschwerden mit Arthrose. Und sie meinte jedenfalls, dass dadurch, dass sie regelmäßig Kollagen nimmt, die Schmerzen zumindest ein bisschen besser geworden sind. Also dadurch, dass ich so ein bisschen Veranlagung habe und auch in der Vergangenheit Probleme mit meinen Gelenken hatte, denke ich, dass dieser Punkt auch für mich nicht schaden könnte. Das Kollagen von Sunny Natural steht für hohe Qualität, Reinheit und wird nach dem True Clean Label hergestellt. Und ich habe von Sunny Natural die Kakao-Variante ausprobiert. Die finde ich auch sehr lecker. Also das kann man sich so vorstellen wie Trinkschokolade quasi. Und normalerweise trinkt man Trinkschokolade ja eher so im Winter. Und ich finde, das kann man aber auch als Eisvariante trinken. Und ich finde, die schmecken sehr schön kakaoig und schokoladig. Ja, also Kakao finde ich auch gut. Und ich habe hier halt diese Sachets zum Ausprobieren gehabt, aber die sind auch sehr gut für Reisen. Ich glaube, die Matcha-Version kommt auch in so Sachet-Form, wenn man möchte. Ich habe wieder einen 10%-Code für euch mit Nisi als Code. Dann gibt es 10% auf alles außer Sets und Bundles bis zum 31. August. Das ist übrigens mein Outfit für heute Abend. Ich habe das Olympientop von, Gott, wie heißt diese Marke? Over the Sea oder so an. Das sind so richtig schöne kleine Blümchen, aber ist leider schon ein bisschen älter. Und dazu meine Vintage-Lederjacke, Chanel-Tasche, Rehem-Hose und die Kate-Sandalen an. Und heute Abend ist definitiv wieder Jackenwetter angesagt. Also es ist so ein bisschen windiger. Deswegen nehme ich das mal lieber mit. Und ja, das ist mein Outfit. Das ist, by the way, deren Trinkbecher. Das ist ja süß. Hallo. Ja, das ist eigentlich. Man will nicht mehr Zucker auf dem Scheiben. Ja. Wie könnte es denn noch? Architekt alles geplant hat und über Jahre das quasi nach und nach umgesetzt wird. Also schon seit. Ja. Ja, weil das da vorne ist ja immer total. Über diese Strecke. Die kenne ich jetzt. Also die ersten 2 Jahre durfte ich ja nicht mit. Stell dir vor, das wäre so einfach. Bei mir wäre das so. Nee. Okay, alles klar. Das war super. Das war nichts. Aber alles hat aufgeleuchtet. Die Zeit ist schon gut. Mal wieder raus?
Also, diesen Monat steht so ein bisschen das Schlafzimmer im Fokus. Wir haben zum einen das Projekt Bett und zum anderen habe ich so ein bisschen was am Kleiderschrank gemacht. Also, keine dramatischen Sachen, aber hier und da so ein paar Veränderungen. Angefangen mit den Vorhängen. Also, die Vorhänge habe ich generell ja vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht wann genau, die habe ich jedenfalls mit so IKEA-Stoffbahnen gemacht, also die auf die Länge abgestimmt, zusammengenäht und so weiter. Es war eine ziemliche Fleißarbeit, weil es so um den ganzen Raum geht. Aber es stellte sich heraus, dass die so ein bisschen zu lang noch waren. Also, vielleicht mussten sie sich so ein bisschen aushängen und das habe ich endlich geändert und habe mich hier so mit meinem Wäschekorb als Tisch und der Nähmaschine hingesetzt und ohne die Vorhänge abzunehmen, die Vorhänge einmal so umgeschlagen und gekürzt quasi, ohne dass ich irgendwie was abgeschnitten habe, weil das war einfach das Einfachste. Das ist nicht einfach gewesen, das wirklich komplett perfekt gleichmäßig zu machen, aber jedes Stück ist jetzt über den Boden. Es wird nicht mehr staubgefegt quasi mit den Vorhängen und die fallen jetzt schön gerade runter und es macht so einen krassen Unterschied. Deswegen ärgert mich das auch, dass ich kein Vorher-Nachher-Bild habe, weil das so viel ordentlicher aussieht, dass die jetzt so gerade hängen. Naja, ich will mich jetzt nicht auf das Thema Vorhänge einschießen, aber das war schon mal die erste Veränderung. Und dann die zweite Veränderung war, ja, dass ich den Kleiderschrank so ein bisschen ausgemistet habe und so ein bisschen rumgeräumt habe. Und ich weiß nicht ganz genau, wann ich das letzte Mal eine Kleiderschranktour gemacht habe. Und ich meine, dass es sich so ein bisschen verändert hat seitdem. Und weil das eigentlich ein ganz interessantes Thema ist, zumindest in meinen Augen, dachte ich mir, gut, nachdem ich hier so ein bisschen aufgeräumt habe und auch krass ausgemistet habe, mache ich so eine kleine Kleiderschranktour. Und ja, fangen wir mal mit der rechten Seite des Kleiderschranks an. Hier haben wir übrigens unseren Wäscheständer immer. Hier so ein altes, klappriges Teil. Ich finde, da könnten wir uns vielleicht eventuell mal ein neues, schönes Modell zulegen. Aber einerseits haben wir das auch schon so, ich glaube, war noch zu der Zeit, wo ich zu Hause gewohnt habe. Habe ich einfach ewig und warum nicht? Es funktioniert eigentlich noch. Egal, Wäscheständer sollte jetzt nicht das Thema sein. Hier haben wir den ersten Schrank. Wir haben halt hier so Schiebetüren, weil das wegen dem Platz nicht anders ging. Mit so Türen, Kleiderschranktüren hätte das nicht funktioniert, weil dafür der Platz einfach zu gering bei uns gewesen wäre. Deswegen sind es bei uns Schiebetüren. Ist zwar auch nicht so mein Favorit, weil es ist manchmal nervig, weil hier vor allem in der nächsten Sektion muss man die Tür komplett aufmachen, damit man überhaupt eine Schublade aufmachen kann. Das ist so ein bisschen, das gefällt mir nicht so, aber gut, ist halt so, ging nicht anders. Hier haben wir jedenfalls den ersten Schrank mit überwiegend meinen Hosen. Und ja, es sind viele Hosen, aber egal. Ich habe zumindest jetzt geschafft, dass nur noch 2 Hosen auf einem Klammerbügel hängen und habe alles so schön nach Farbe sortiert, weil ich finde, so sieht das meistens ordentlicher aus im Kleiderschrank und man kann Sachen besser finden. Und es ist auf jeden Fall trotzdem angenehm, da so durchzugehen und alles zu sehen. Das sah auch mal ganz anders aus. Also bis hier haben wir Hosen, dann haben wir hier eine Sektion mit Röcken und hier eine Sektion mit Kleidern. Wobei ich dazu sagen muss, dass hier ein großer Teil meine Hochzeitskleider auch einnehmen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, was ich damit mache. Ob ich mich von einem Hochzeitskleid trenne, also das eine mit der langen Schleppe und so weiter. Ob ich das irgendwie verkaufe vielleicht, weil am Ende hängt es wirklich nur im Schrank. Aber das Celine-Kleid, das werde ich auf jeden Fall noch behalten, weil das findet bestimmt irgendwann auch nochmal einen anderen Anlass und es ist einfach so ein besonderes Stück. Das würde ich auf jeden Fall noch behalten. Aber ja, Kleider überwiegend weiß, schwarz und dann ein buntes Kleid. Wow. Aber ja, das sind so meine Hosenkleiderröcke. Dann haben wir hier Jeans, beziehungsweise vorher noch, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich davor stehe. Hier haben wir noch Winterschals, Korthosen, Jeans und Shorts. Ja, auf jeden Fall sind das so einige Jeans. Aber
Wirklich, ich habe wirklich jede einzelne Hose anprobiert und bin da wirklich radikal durchgegangen und so weit bin ich gekommen und naja, vielleicht kann man in ein paar Monaten noch mal durchgehen und gucken, ob man da was ausmisten könnte. Hier habe ich jedenfalls noch so ein günstiges Regalsystem, sage ich mal, für meine Schals, Wintermützen und Handschuhe und so ein bisschen Käppi und so weiter, damit das nicht irgendwie so irgendwo reingeschmissen ist. Das seht ihr nicht, aber über dem Schrank ist noch mal ein Regal, was so 2 Schuhkartons hoch ist und da habe ich meistens meine Schuhkartons, die leer sind, aber auch so ein paar Wintermützen oder Winterhüte eigentlich fast schon und so flauschige Winterschals, also 2 Stück. Nicht viel, aber das ist jedenfalls Schrank Nummer 1. Schrank Nummer 2. Also hier haben wir 1 Meter und hier haben wir noch mal 1 Meter. Und da haben wir hier meine Hemden. Also hier bis hier gehen meine Hemden. Auch da, boah, das ist unglaublich, wie viele weiße Hemden jemand haben kann. Aber da bin ich auch ein bisschen radikaler gewesen mit Ausmisten. Und dann haben wir hier Blazer oder Jeansjacken und Lederjacken. Also so kurze Jacken habe ich hier alles reingekriegt, weil wir haben ja den Flur renoviert quasi und da ist eigentlich kein Platz mehr für meine Jacken. Deswegen musste ich dann den Kleiderschrank völlig ausnutzen und habe deswegen kurze Jacken in dieser Sektion. Und dann haben wir hier so Schubladen, so T-Shirts, Gammel-T-Shirts, Tops, Tanktops, Pullover oder Sweatshirts, Sweatpants, Jogginghosen, Pyjamas, Sportsachen, also Leggings, Sporthosen und sowas, Unterwäsche, Schwimmsachen, Socken und Sportoberteile. Ich mache das jetzt nicht so auf, weil das ist nicht so interessant. Hier haben wir meine Schmuckschublade, die auf jeden Fall nicht ordentlich ist. Also das könnte ich auf jeden Fall nochmal aufräumen. Hatte ich aber noch nicht so die Muße dazu. Und dann haben wir eine neue Sektion. Und zwar die Sonnenbrillenschublade. Ich habe zum einen sowieso mal eine Lücke mehr gemacht zwischen den Körben, weil die waren jeweils näher beieinander und das war so schon so ein bisschen eng und jetzt ist es so ein bisschen luftiger, weil ich hatte hier immer so einen Bereich, wo ich dann so Sachen hingeschmissen habe und das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass ich den Platz mehr ausnutze. Und das habe ich jetzt gemacht, indem ich noch die Sonnenbrillenschublade hinzugefügt habe und so endlich alle Sonnenbrillen auf einen Fleck sehe, weil die hatte ich vorher in so einer kleinen Alexa-Schrank-Schublade reingestopft und dann musste man da immer sich bücken und richtig viel Kram, um irgendwie eine Sonnenbrille rauszuholen. Und so sehe ich sie dann endlich mal alle auf einen Blick. Und dann haben wir so Johannes-Sonnenbrillen. 4 Stück. Und eigentlich trägt er nur 3. Ja. Hier haben wir jetzt einen etwas schmaleren Schrank. Und hier haben wir meine Oberteile, die wirklich dafür gedacht sind, draußen zu tragen. Also da hatte ich eher eine Schublade mit so T-Shirts, die man eher zu Hause oder beim Sport oder am Strand oder so anzieht. Und das sind meine ganzen Oberteile. Wie man sehen kann, auch sehr farbig. Angefangen mit Schwarz, Weiß, Beige, bisschen Blau, bisschen Farbe und Grau. Aber ja, das kennt ihr. Ich bin nicht so die bunteste Person. Und hier unten haben wir dann meine Pullover. Hier dann meine Sweater, Strickpullover oder Strickcardigans und so weiter. Möglichst nach Farbe sortiert. Schwarz, grau, dahinter weiß und hier so ein bisschen bunt, sage ich mal. Und ja, Pullover aussortieren ist auch nicht so einfach. Jeder Pullover ist irgendwie so ein bisschen anders. Und wir haben ja das halbe Jahr über Winter in Deutschland, von daher sage ich mal, ist es schon ein bisschen essentieller, da ausgestattet zu sein. Bilde ich mir jetzt mal ein. Also hier beim zweiten Teil habe ich ganz vergessen. Ich mache jetzt nicht mal so auf. Aber ich kann diese Schubladen sehr empfehlen. Also wenn jemand auch viele Accessoires oder Sonnenbrillen und so weiter hat, sind diese ausziehbaren Schubladen echt richtig gut. Auch wenn sie bei Ikea relativ pricey sind, muss ich sagen. Und auch die die Schmuckorganisation von Ikea, hier diese grauen Kästen, sind auch sehr gut.
Hier haben wir den zweiten 75 Zentimeter Schrank. Man muss ja so Schiebetüren, Packs immer paarweise aufbauen. Und hier haben wir unsere Schuhe. Idealerweise hätten wir den Schuhschrank am Anfang des Packs gemacht, aber wir haben das erst nach einer Weile so organisiert mit den Schuhen und hatten vorher die Schuhe woanders. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie wir die aufbewahrt haben. Aber das kam halt erst später und man konnte dann den Aufbau vom Schrank nicht mehr ändern. Jedenfalls wäre das sehr aufwendig gewesen. Deswegen ist der Schuhschrank jedenfalls jetzt so mittendrin. Aber ich kann auf jeden Fall diese Ausziehschubladen von Ikea sehr empfehlen, wenn man sich so einen Pax-Schuhschrank baut. Ich finde das mit diesen Ausziehregalen super praktisch. Man kann halt bis hinten hin Schuhe lagern. Man kann dann das Regal ausziehen und dann Schuhe von hinten rausnehmen, ohne dass man da irgendwie durchs Regal wühlen muss. Und es passen sehr viele Paar Schuhe rein. Also jetzt von mir passen halt 2 Schuhreihen hintereinander. Von Johannes muss man das so ein bisschen anders hinstellen. Aber auch da passt definitiv mehr als bei einem Billigregal oder so. Ist natürlich auch eine Platzsache, aber finde ich so definitiv praktischer. Und ja, generell gesagt, habe ich so ungefähr 60% vom Schrank und Johannes 40%. Und ich finde, das ist eine faire Aufteilung. Generell auch vom ganzen Packs hat er ungefähr einen Schrank. Aber ja, hier sind jeweils meine Schuhe und die habe ich auch so ein bisschen sortiert so thematisch, nach Sandalen, Pumps, Ballerinas, Flipflops, Sneaker, Loafer und Boots und noch mehr Boots und dann Boots und random Schuhe. Und ich hatte auf jeden Fall in der Vergangenheit mal die Frage, ob das irgendwie störend ist, die Schuhe nah am Bett zu haben oder ob das irgendwie Gerüche bildet oder so. Und wir persönlich haben jetzt keine Probleme damit, weil also zum einen putzen wir die Schuhe mal richtig ab, bevor wir in die Wohnung gehen, weil jetzt vor allem mit dem Teppich im Flur, aber wir sind halt kein Schuhhaushalt und ja, sind da relativ ordentlich und ich muss meine Schuhe generell relativ häufig wirklich auch auf der Sohle säubern, weil ich die ja immer in meinen 7 Days, 7 Looks Videos auf dem Teppich trage und zeige und möchte da halt immer saubere Schuhe auf dem Teppich haben. Deswegen ist es eigentlich relativ sauber gehalten. Vielleicht ist das ein Teil, warum warum man das nicht riecht. Aber auch, wenn wir Schuhe anhatten, packen wir die nicht sofort in den Schrank, sondern lassen sie einfach erstmal so ein bisschen da stehen im Flureingang, damit sie sich so ein bisschen, ja, ausatmen oder wie auch immer. Dann fehlt uns nur noch ein Teil vom Schrank. Also hier ist noch 1 Meter von Johannes, aber den Teil zeige ich euch nicht. Kommen wir zum letzten Schrank. Hier sind all meine Winterjacken, also lange Jacken und Trenchcoats und so ein paar Winterjacken von Johannes untergekommen. Und dann eine Kiste mit Bettwäsche und oben sind auch noch so Bettwäschen-Sachen gelagert. Und ja, also ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber wir haben ja, seitdem wir den Schrank im Flur aufgebaut haben, habe ich da jetzt keine Garderobe mehr, wo ich meine Jacken hintue. Deswegen muss ich alle Jacken dann in den Packs unterbringen und habe hier halt meine langen Jacken und drüben die kurzen Jacken. Und deswegen war das auch der Ansporn, da so ein bisschen auszusortieren, weil alles einfach reinpassen musste. Wir haben jetzt auch kein Winter- oder Sommer-Storage, wo man irgendwie saisonal das umwechselt mit dem Kleiderschrank. Wir haben einfach alles dauerhaft in diesen Packs und dann aber auch alles. Nur wie gesagt, von Johannes sind so ein paar Jacken im Flur. Und ja, das ist unser großer Packs. Und das war meine kleine Kleiderschranktour. Ich hoffe, das war interessant für euch, wie das so aufgebaut ist.
So, ich mache jetzt ein kleines Bed-Reveal, wie das Bett jetzt aussieht. Das ist nicht hundertprozentig fertig, aber wir haben schon einen ziemlichen Fortschritt gemacht. Und zwar sieht es jetzt so aus. Wir haben endlich einen richtigen Bettkasten mit Headboard. Und wie man sehen kann, haben wir auch eine ordentliche Tagesdecke mit passenden Kissen. Die habe ich von Firm Living bekommen. Und ich finde das Set super schön. Das ist so beige mit so dunkelbraunen Streifen. Und es passt wirklich sehr, sehr gut rein. Ich gehe mal von dieser Seite. Ja, jetzt braucht man sich nicht mehr so schlecht fühlen, wenn man da sich tagsüber auch mal hinsetzen möchte oder drauflegen möchte und man hat jetzt kein Pyjama an, sondern die normalen Klamotten. Das ist einfach nochmal schöner mit einer richtigen Tagesdecke. Und ich weiß nicht, ob ihr das Reel kennt, das, was so ein bisschen viral gegangen ist, das aus Instagram zum Thema Bedmaking. Da habe ich mich so ein bisschen dran gehalten mit diesen Foldover und den Kissen und so weiter. Also zumindest so gut ich jetzt konnte. Und wenn ihr das nicht kennt, dann verlinke ich euch das mal in der Infobox. Aber ja, das sieht jetzt aus wie so ein richtiges, schönes, anständiges Bett, sage ich mal. Weil vorher, auch wenn wir das Bett gemacht haben, es sah immer so ein bisschen unordentlich aus, muss ich sagen. Und jetzt sieht es einfach viel, viel ordentlicher aus. Und zum Thema Bett. Der Plan ist eigentlich, das sieht zwar so auch sehr schön aus mit dem naturbelassenen Holz, aber dadurch, dass hier alles in dem Zimmer relativ beige ist, mit den Vorhängen vor allem, wollen wir da so ein bisschen Kontrast reinbringen und dachten uns, wir würden das Bett dann später in so einem schwarzen Hochglanz lackieren. Dann könnte das so einen richtig schönen Kontrast hier reingeben. Und ich liebe auch Möbel in Hochglanzschwarz. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wenn wir das dann machen. Wir würden vorher aber noch ein bisschen am Bett rumbauen. Und zwar sollen hier zum einen noch kleine Nachttische hin. Im Sinne von, dass da jetzt einfach nur so ein Brett kommt hier an der Ecke aus dem gleichen Material. Und das Headboard soll auch dreidimensional werden. Also es soll seitlich noch Holzstücke bekommen und dann oben drauf wie so eine Ablage. Wir waren von der Höhe her beim Headboard so ein bisschen eingeschränkt, weil wir das nur so hoch machen konnten, bis wir die Fenster noch komplett öffnen konnten. Deswegen gab es da so ein Limit und das ist jetzt auch wirklich auf dem Millimeter genau gemessen. Und ja, es verdeckt aber noch, wenn man jetzt so schaut, vor allem jetzt aus meiner Höhe, verdeckt es aber die Heizung und ja, es sieht einfach ein bisschen stimmiger aus als ohne komplettes Headboard. Und das Coole ist, wir können dann hier ans Headboard so Wall-Scones ranbauen, also so Wandleuchten, die man normalerweise an die Wand anbringt, können wir dann an das Headboard ranbauen und hinten dann die Elektronik da direkt anschließen. Also wir würden die Wandleuchten dann so umbauen, dass wir die an die Steckdose stecken können und dann vielleicht per App oder so ansprechen können, werden wir mal nochmal genauer gucken, was wir da machen. Aber das bietet sich einfach sehr gut an, weil da hinten das Rückenteil dann nicht zu sehen ist. Und ja, dann hat man halt direkt da schöne Wandleuchten. Aber ja, das soll auf jeden Fall demnächst noch passieren. Aber fürs Erste sieht das schon sehr, sehr schön aus, finde ich. Dieses Sofateil hier vorne, das passt so eigentlich auch echt ganz gut, vor allem jetzt mit dem Holz. Aber in Zukunft werden wir das jetzt nicht unbedingt brauchen. Wir haben da zwar noch unsere Ablagen, weil wir ja keine Nachttische haben. Aber wenn wir die dann haben und vor allem das Bett dann lackiert ist, würden wir uns, glaube ich, von dem Sofateil trennen, auch wenn es immer so einen besonderen Look ergeben hat. Aber ja, das ist so unser Gedanke. Und ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich würde es gerne am liebsten noch länger angucken. Ich glaube, ich saß im Video noch nie an dieser Stelle. Ich sitze hier nämlich auf der Couch hier vor dem Bett.
Und ich habe hier dieses Kopfteil abgemacht. Dann hat es nicht mehr so ein störendes Element. Oh, sorry für das Chaos hinten. Ich werde euch auf jeden Fall wie immer auf den Laufenden halten mit allen Fortschritten, die wir in den nächsten Wochen dann noch machen werden mit dem Bett. Und dann hoffe ich, euch hat das Video diesen Monat gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!